In diesem Tutorial geben wir Ihnen Hinweise zum barrierefreien Einsatz von Videos. Außerdem erhalten Sie Tipps zur Barrierefreiheit in Videokonferenzen. Ein wichtiger Bestandteil barrierefreier Videos sind Untertitel. Mit ihrer Hilfe können auch Personen mit Beeinträchtigung des Gehörs den Inhalt erfassen. Falls Ihre Videos nicht bereits über Untertitel verfügen, können Sie diese selbst erstellen. Technisch handelt es sich bei Untertiteln um reine Textdateien mit der Endung SRT, die Sie in einem Texteditor, zum Beispiel dem Windows-Editor Notepad, erstellen können. Der Aufbau von Untertiteln folgt einer festen Struktur. Jeder Untertitel beginnt mit einer chronologischen Nummerierung. Es folgt ein Timecode, der angibt, wann der Untertitel erscheint und wieder verschwindet. Dann der Untertiteltext selbst und schließlich eine Leerzeile, die den Untertitel vom folgenden trennt. Neben dem gesprochenen Text sollten die Untertitel auch die wichtigsten Informationen zu Musik oder Geräuschen textlich wiedergeben, zum Beispiel dramatische Musik oder Klopfen an der Tür. Da die händische Erstellung von Untertiteln aufwendig und fehleranfällig ist, können Sie spezielle Software oder YouTube zu Hilfe nehmen. Dazu benötigen Sie ein YouTube-Konto. Zuerst laden Sie Ihr Video hoch. Anschließend klicken Sie auf Video bearbeiten und in der linken Leiste auf Untertitel. Über Bearbeiten können Sie die automatisch generierten Untertitel korrigieren und das Timing anpassen. Anschließend gehen Sie auf Veröffentlichen. Nun können Sie das untertitelte Video über YouTube abspielen oder die Untertiteldatei im Format SRT herunterladen und mit Ihrem Video im Player Ihrer Wahl abspielen. Sinnvoll ist neben Untertiteln auch die Übersetzung der Videos in Gebärdensprache, da diese für gehörlose Personen oft besser zu verstehen ist. Dafür wird üblicherweise von einem spezialisierten Dienstleistungsunternehmen ein zweites Video produziert, das neben dem Videobild eine Person zeigt, die den Sprechtext in Gebärdensprache vorträgt. Damit Ihre Videos auch für Menschen mit beeinträchtigtem Sehvermögen verständlich sind, sollten inhaltlich relevante Bildinformationen in Form einer Audiodeskription verbalisiert werden. Während Ihrer Veranstaltung können Sie dies live machen, indem Sie den Bildinhalt kurz wiedergeben. Bei Videomaterial, das längerfristig verfügbar sein soll, stellen Sie nach Möglichkeit ein zweites Video bereit, dessen Tonspur eine Audiodeskription enthält. Vermeiden Sie Videos mit Bildinhalten, die im Zeitraum einer Sekunde häufiger als 3-mal aufblitzen. Diese können bei Menschen mit Epilepsie einen Anfall auslösen. Auch bei Videokonferenzen, zum Beispiel per Zoom, sollten Sie auf Barrierefreiheit achten. Für optimale Sicht- und Hörverhältnisse sorgen Sie für ausreichende Beleuchtung, vermeiden verwirrende Hintergründe und benutzen nach Möglichkeit ein externes Mikrofon. Um Personen mit Hörbeeinträchtigung das Lippenlesen zu ermöglichen, schauen Sie beim Sprechen frontal in die Kamera. Zudem können Sie in Zoom Live-Untertitel hinzufügen. Eine automatische Spracherkennung bietet Zoom bisher nur für Englisch an. Deutsche Untertitel müssen noch händisch eingefügt werden. Über Funktion Untertitel können Sie, eine Hilfskraft oder externe DienstleisterInnen die Untertitel eingeben. Bei größeren Veranstaltungen bietet es sich an, über die Landesdolmetschungszentrale Live-Dolmetschung zu buchen. Weitere Informationen finden Sie im PDF Eine Hochschule für alle braucht alle. Leitfaden für barrierefreie, diversitätssensible und familienfreundliche Veranstaltungsplanung im Intranet der Universität Leipzig. Bei Fragen melden Sie sich gern bei der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie unter chancengleichheit@uni-leipzig.de.